Wenn du an Temu denkst, denkst du wahrscheinlich an günstigste Euro-Produkte direkt aus Fernost. Ein Klick auf die Bestseller zeigt schon jede Menge dieser Haushaltshelfer, blinkenden LED-Produkte und Handyzubehör. Aber genau da liegt der Fehler, den die meisten gerade noch machen. Es passiert gerade etwas, was den gesamten Onlinehandel in den nächsten 1 bis 2 Jahren massiv ändern wird. Du siehst es nämlich hier direkt daneben, lokales Lager, ein Klick da drauf, die Produkte sehen anders aus und eine Sache fällt besonders ins Auge. Alle Kunden finden direkt hier oben mit einem Button schon Händler, die direkt aus Deutschland versenden. Und ich habe mal ein paar dieser Marken geöffnet. Guck dir das an. Hättest du das gedacht? Das ist eine Imkerei, ein Imker aus Deutschland, der seinen Honig auf Temu verkauft. Hättest du gedacht, dass du das auf Temu findest? Genauso sieht es aus, wenn du andere Händler anguckst. Der verkauft hier Gartenmöbel, ein bisschen auch Baumarktzubehör und Möbel für zu Hause. Alles aus Deutschland geschickt. Dieser Händler hier bietet Stoffe und Tischdecken an. Was unterscheidet den von anderen günstigen Händlern aus dem Fernversand? Ganz einfach. Dort kannst du die Tischdecken in deiner Länge bestellen. Er schneidet dir einfach ein Stück zurecht, schickst dir aus Deutschland zu und das macht es unschlagbar. Die großen Marktplätze haben verstanden, die Zukunft gehört den lokalen Händlern. Lokaler Versand aus Deutschland, denn Kunden erwarten schnelle Lieferung und erwarten lokale Qualität. Deswegen ist dieser Button eine große Nachricht, denn Temu hat seinen kompletten Marktplatz für deutsche Händler geöffnet. Das hier ist einer der seltenen Momente im Onlinehandel. Ein Marktplatz, auf dem Millionen vom Kunden warten, denen vergleichsweise noch wenige lokale Händler gegenüberstehen. Auf dieser Seite Lokales Lager siehst du die Händler, die das schon ausnutzen, die Produkte starten, indem sie die einfach hinzufügen. Produktstarts, bei denen Bewertungen und PPC-Werbung noch gar kein Thema sind. Solche Phasen gibt es auf diesen großen Plattformen einfach nur einmal, deswegen zeige ich dir in diesem Video, warum Temu jetzt für deutsche Händler interessant wird, wie du dort starten kannst und welche Produkte dort funktionieren. Du musst dir mal vorstellen, 2022 kannte den Namen noch niemand. Innerhalb 3 Jahren ist die App förmlich explodiert. Letztes Jahr hatten die 1,6 Milliarden Transaktionen auf der Plattform. In Europa alleine 129 Millionen Nutzer und allein in Deutschland 20 Millionen Nutzer, die auf Temu sind. Du hast wahrscheinlich recht, für welche Produkte die Kunden ursprünglich auf die Plattform gekommen sind. Jetzt sind sie aber schon in Scharen hier und jetzt öffnet sich Temu für die lokalen Händler. Du siehst, die Nachfrage ist so groß, die macht sogar eins der teuersten Honigprodukte für diesen Händler zum Bestseller. Weil dieser Marktplatz einfach brandneu ist der Algorithmus auch für neue Händler, die neue interessante Produkte auf die Plattform bringen, ausgelegt. Du wirst hier mit nagelneuen Produkten von Anfang an Reichweite bekommen und Produkte, die sich verkaufen, werden direkt gefeatured. Über Einfachheit habe ich gerade gesprochen und damit kommen wir zum Punkt, wie meldet sich ein deutscher Händler überhaupt auf der Temu-Plattform an? Das beginnt auf dieser Seite und da siehst du schon, in 1 Minute legst du ein Konto an, in 10 Minuten kannst du die Registrierung abschließen und innerhalb eines Tages kannst du mit der Aktivierung von deinem Account rechnen. Probieren wir es zusammen aus. Wir machen jetzt einen kleinen Speedrun darüber und sehen, was müssen wir alles angeben, wie realistisch ist der tatsächlich eingerichtet und wir starten auf seller-eu.temu.com, Link ist unterm Video. Damit sind die Geschäftsdaten eingegeben. Wer verkauft hier auf Temu, ist klar. Damit geht es jetzt weiter, wer vertritt das Unternehmen. Damit ist der erste Teil schon erledigt. Dein Temu-Account erstellen, das war's tatsächlich. Genauso funktioniert es für Händler, für Marken und für Hersteller. Also du wirst noch nicht mal nach einer Webseite gefragt oder ob du eine Marke hast. Das sind wirklich die wenigsten Informationen, die ich irgendwo auf dem Marktplatz gesehen habe. Wenn du als Händler jetzt entscheiden willst, ob Temu auch für dich ist, habe ich hier mal gleich ein paar Produktrecherche-Hacks, um es für dich zu bewerten. In jedem Fall willst du einmal auf lokales Lager klicken und sehen, welche Produkte werden lokal aus Deutschland auf Temu verkauft. Wenn du aber Private Label machst und selber produzierst, willst du direkt mal deinen Hauptsuchbegriff hier oben in die Suche eingeben. Zum Beispiel Honig. Zeigt dir, wie groß die Honignische auf Temu ist, also hättest du das erwartet. Und dann klicke ich gleich mal auf den Bestseller. Der hat immerhin schon 134 Gläschen verkauft. Hier schauen wir die Produktseite an und machen noch 2 weitere Klicks. Und das ist Nummer 1. Einmal auf den Seller selber. Da steht hier verkauft von Unternehmer.
Das öffnet uns seinen Shop und wir sehen, das ist tatsächlich eine Honigmarke. Mit 666 Verkäufen, 566 Verkäufen, also da tut sich was. Einen zweiten Klick machen wir aber auf der Produktseite noch. Hier oben ist der Verzeichnisbaum, die Hauptkategorie Essen und die Unterkategorie Speisekammer Essentials. Das ist die relevanteste Kategorie für diese Marke. Die Übersicht zeigt uns dann, wie unsere Nische aussieht, was kaufen unsere Kunden noch, und das zeigt uns auch schon mal, ob wir hier richtig sind. Hier wurde ein Drachenfruchtaufstrich schon 8800 Mal verkauft, also die Temu-Kunden haben ausgefallenen Geschmack. Die zweite Gruppe von euch sind Reseller, die Markenprodukte weiterverkaufen. Sagen wir, du verkaufst Spiele, GTA ist ein Titel, dann suchst du einfach ein Produkt oder eine Marke aus deinem Bestand. Damit sehen wir, GTA wird schon fleißig verkauft auf Temu und jeder Händler macht seine eigene Produktseite. Die sieht dann so aus und auch hier kann ich wieder auf Verkauft von Unternehmer klicken und der hat sogar dieses Badge Starverkäufer. Novotrade ist der Sellername und der verkauft offensichtlich jede Menge Konsolenspiele. Hier machen wir auch den zweiten Klick auf die Unterkategorie, die ist Videospiele für dieses Produkt. Hier sehen wir auch, was in unserer Nische los ist. Der GTA-Titel ist definitiv schon ein bisschen älter, wurde 7000 Mal auf Temu verkauft. Also wenn du Seller bist, so schaust du in 2 Minuten, was auf Temu für dich möglich ist. Ich denke, der allergrößte Vorteil ist gerade aber der Algorithmus. Der funktioniert so, dass er wahnsinnig neue Händler unterstützt. In dem Moment, wo du dein Produkt hinzufügst, bekommst du Reichweite. Und du hast wahrscheinlich gemerkt, wir haben noch gar nicht über Bewertungen gesprochen, auch noch nicht über PPC-Werbung. Das ist nämlich kein Thema. Produkt hinzufügen. Temu wird es Kunden vorschlagen. Dann kommst du in die nächste Stufe, die Temu so richtig pusht. Produkte, die sich gut verkaufen. Dann bekommst du einfach noch mehr Reichweite von Temu. Unterschied 2 bei Temu ist auch das Preismodell. Und du siehst schon, wie einfach das ist. Fürs Registrieren gibt es keine Gebühr. Es gibt auch keine Grundgebühr als Händler, um bei Temu zu sein. Genauso fürs Listen von Produkten gibt es keine Gebühr, du verschickst selber, also hat Temu auch mit dem Versand nichts weiter zu tun, aber als Händler legst du fest, welchen Betrag du für dein Produkt erhalten möchtest. Temu achtet auf eine möglichst einfache und günstige Gebührenstruktur, damit Händler den Preisvorteil auch an ihre Kunden weitergeben, damit die Preise sehr wettbewerbsfähig sind. Das macht Temu für Händler auch zu einem der günstigeren Marktplätze. Kommen wir zu meinem Lieblingsteil, Produktrecherche. Hier Produktrecherche auf einem komplett neuen Marktplatz und kommen zu der Frage, welche Produkte haben eigentlich Nachfrage? An der Stelle auch der Hinweis, je nachdem, wann du das Video siehst, kann es schon wieder komplett anders sein. Also hier bei den Beispielen habe ich einfach auf lokales Lager geklickt und geguckt, was mir ins Auge gefallen ist. Das waren besonders Alltagsprodukte aus der Kategorie Haushalt, aber auch sehr viele Lebensmittel, spezieller Käse, Dinge, die man nicht erwarten sollte und auch alles, was mit Elektronik zu tun hat. Das waren teilweise auch schon super spezielle Produkte wie Matratzenbezüge für Wohnmobile. Also das ist jetzt wirklich eine sehr spezielle Nische. Was mir auch aufgefallen ist, du siehst schon viele Händler, die Varianten haben. Das heißt, die Händler sind auch schon weit entwickelt. Deswegen ist das schon mal eine super Umsetzung an sich. Die Produktbilder sind super einfach. Du siehst, es sind kaum Texte hier drin. Alles erklärt sich. Was bekommt der Kunde? Wie sieht es aus? Wie groß ist es? Und die nötigsten Infos. Das zusammen mit einem Titel und den Stichpunkten in der Beschreibung ist schon das Listing. Also sehr einfach und auch mit dem Badge Neuzugang als neues Produkt gekennzeichnet. 186 Verkäufe gab es hierfür. Das ist also schon mal eine gute Anfangsinfo, wenn du solche Produkte siehst, die zu deiner Nische passen. Mehr Insights hast du, wenn du auf die Kategorie selber siehst. Den Baum siehst du direkt über den Produktbildern in jeder Produktseite. Startseite, Sport, Outdoor, Campen, Wandern. Darin ist dieses Produkt, da klicke ich jetzt mal drauf und klicke gleich hier auf Filter. Denn ich möchte natürlich weiterhin nur die lokalen Angebote sehen. Den haben wir hier ganz unten, lokales Lager. Damit habe ich den kompletten Überblick, welche Produkte sich von lokalen Händlern auf Temu verkaufen in meiner Nische. Und jetzt sehe ich vielleicht schon Produkte, die ich auch im Sortiment habe oder Produkte, die ich leicht beschaffen kann, um auch ein Angebot zu erstellen. Auch hier in der Kategorieansicht siehst du immer die Verkäufe. Zum Beispiel dieses Set hat 611 Verkäufe gemacht, natürlich auch mit lokal gekennzeichnet, dieses Produkt. Aber hier zum Beispiel Keramik, Produkte mit Text drauf, wirklich
wirklich ein sehr einfacher Kaffeebecher, 10 Euro der Preis. Und dann musst du auch wissen, es ist Selbstversand und der Händler berechnet auch noch Versandkosten. Das sind 2,99 Euro. Wenn die Artikel unter 30 Euro liegen, den hier habe ich noch reingenommen. Der ist garantiert kein Private Label, aber ich fand es witzig. Und trotzdem, obwohl jeder das Produkt kostenlos haben kann, 9.200 Verkäufe davon auf Temu. Also das zeigt die Nachfrage und das richtige Angebot, denn auch das löst ein Problem für den Kunden, das Problem der Bequemlichkeit. Ich bestelle es mir lieber, eben weil ich gerade auf Temu bin, als irgendwo zur Stadt zu gehen, nachzufragen. Kommen wir hier auch zur Sportkategorie. Hier ist ein Standing Paddle Set, aufblasbar. 115 Euro. Verkaufspreis Top 7 in der Kategorie Bootsartikel auf Temu. Du lernst dann auch automatisch ein bisschen die Kategorien kennen. 73 hat er davon schon verkauft. Das Produkt ist offensichtlich über 30 Euro und deswegen steht hier auch Gratis-Versand für diesen Artikel. Das muss der Händler an der Stelle mit einkalkulieren. Das Produkt gehört zu den Bestsellern der Kategorie und wenn wir die Bilder angucken, sehen wir, die sind wahrscheinlich vom Hersteller genommen. Die sind noch nicht mal auf den deutschen Markt angepasst. Also das ist auch ein Zeichen für einen jungen Marktplatz, dass man mit solchem Bildmaterial, was so einfach ist, auch noch richtig Verkäufe macht. Kommen wir zum letzten Produkt, auch nochmal typisches Private Label Produkt. Hier so ein Hocker. Ich hätte vorhin gedacht, es wäre ein Hocker, der einfach verschieden abgebildet ist. Es ist aber ein Zweierset bis 300 Kilo belastbar. Also sieht auch recht robust aus. Das Zweierset kostet 13,90 Euro. Und auch hier siehst du wieder Variantenstrategie. Also auf Temu tut sich langsam was ihr einfach auch machen könnt, wenn ihr die maximale Inspiration wollt. Einfach auf meistverkaufte Artikel und wirklich nochmal schauen, was ist hier dabei, was Kunden aktuell aus Fernost sich liefern lassen, aber eigentlich dringend brauchen, weil das sind Artikel, die dann genauso gut lokal gekauft wird für einen entsprechenden Aufschlag, für die Bequemlichkeit der schnellen Lieferung von dir. Also, das hast du gesehen. Das ist, was sich bei Temu tut. Das ist, was bei Temu aktuell schon möglich ist. Über die Preise hast du gerade auch schon eine Übersicht gesehen. In manchen Nischen musst du extrem wettbewerbsfähig sein. Also diese Honigprodukte zeigen, dass es auch Hochpreisprodukte mit Qualität möglich sind und sehr gute Produktbilder, wie wir es teilweise schon gesehen haben. Teilweise liegt die Chance aber auch, die Konkurrenz schnell damit auszustechen. Die größte Hürde wird wahrscheinlich der Selbstversand sein. Bist du noch so klein, dass es für dich sowieso spielend möglich ist? Bist du richtig? Bist du so groß, dass du schon perfekt organisiert bist? Dann ist es deine Option. Ansonsten ist das die Anforderung, die du für dich klären musst. Auch bei Temu läuft es so ab, dass über den Marktplatz bezahlt wird. Du bekommst die Auszahlung und du trittst als Händler auf. Das heißt, du stellst für den gesamten Kaufpreis des Kundens die Rechnung mit den Porto. Teste lieber mehrere Produkte und fokussiere dich dann auf die, die sich ganz klar verkaufen. Die unter euch, die gesehen haben, dass der Marktplatz genau in euer Sortiment passt und das in Betracht ziehen wollen, Temu mal genau anzusehen. Also der Link ist unter dem Video zum Temu Seller Account. Registriere dich kostenlos, teste es für dich aus. Ich denke, es ist eine Chance für Seller in jeder Größe. Es sind einfach einige Vorteile, die jetzt zusammenkommen mit niedrigen Einstiegshürden. Ich wünsche euch allen den maximalen Erfolg beim Verkauf und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao.